Hallo Dampferfreunde, ja, ihr seht selbst, heute wieder ein neues Gerät, ja, wieder empfohlen von Bernd und Sascha, von meinem Shop, oder mein Lieblingsshop, sagt man so schön. Die haben mir gesagt, ich soll mal den probieren und ich hatte mir überlegt, das mache ich auch, da ich ja schon vor einiger Zeit den normalen Aspire Nautilus Prime schon vorgestellt habe. Was dieser neue jetzt hier kann, also der da was Neues kann, oder ob der jetzt auch vielleicht besser ist als der alte, das werden wir jetzt hier aus diesem Video rausfinden. Und da würde ich sagen, folgt mir in die Vogelperspektive. Ne? Bis gleich. Ja, da sind wir schon wieder. Gut, ihr seht die Verpackung. Ich habe den eben natürlich in Blau bestellen lassen. Ja, es ist einfach nur ganz schlicht die Verpackung, was drin sein soll. Ja, ne, Scratch Code und so weiter. Ja, dann packen wir ihn mal aus und sehen, es ist in Blau, so wie ich es eigentlich haben wollte. Verpacken wir den erstmal raus. Ziehen hier dann die Lasche an der Seite, holen den raus, sehen hier, dass dort eine Anleitung drin ist oder eine Gebrauchsinformation. Ja, und dann sehen wir hier unten natürlich einen USB, ein USB auf USB-C. Ja, und natürlich das, was schon vorgegeben worden ist, oder was dieses Gerät noch haben sollte, wie gesagt, ist ein zusätzlicher Port mit Coil. Ja, sonst ist hier nichts weiteres drin. Keine Ohrringe, gar nichts. Gut, muss ja auch nicht, ist ja auch kein Verdampfer. Kommen wir erstmal zu dem Gerät. Ich habe jetzt mal hier noch das alte Gerät, was ich vorher schon mal vorgestellt habe. Und ihr seht schon selbst, was hier der Unterschied ist. Na, also hier ist das Display, das ist hier auf der Seite. Hier ist ein größeres Display geworden, und zwar ein 0,96 Zoll Display ist da jetzt angesetzt worden. Ja, und die Knopf ist jetzt von der einen Seite nach hier vorne unter dem Coil-Tank oder so gesetzt worden. Und die beiden Seitenknöpfe sind jetzt eigentlich hier bei dem alten hier vorne gewesen. Natürlich hier oben immer noch die Luftschlitze und eben die Luftregulierung. Ja, und auf der anderen Seite ist der USB-C-Anschluss und der hatte den an vorne. Nur dass eben jetzt der Vorteil oder Nachteil vielleicht bei jedem ist unterschiedlich. Hier in dem alten war ja der Akku schon verbaut und hier muss natürlich einen 18615er Akku eingebaut werden, also reingesetzt werden. Sonst hat sich jetzt eigentlich generell wenig verändert. Er ist natürlich etwas größer geworden. Der hat jetzt eine Maße von 90 x 45 x 25 mm. Das Gewicht ist denke ich mal, hoffentlich, dass er mit Batterie gezeichnet ist, mit 109 Gramm. Kann ich aber jetzt noch nicht genau dazu sagen, ob das auch wirklich mit Batterie so schwer ist. Ja, dann hat er natürlich auch weitere Möglichkeiten. Man sieht ja auch schon, die Tanks sind breiter geworden als beim alten. Und eben, wie gesagt, der Feuerknopf ist anders. Gut, ihr seht es, wie gesagt, dass das alte und das neue Gerät ist. Es ist effektiv breiter geworden. Schauen wir uns mal das neue Gerät mal ein bisschen weiter an. Also hier oben ist der Port oder noch ein Port, den man rausziehen muss. Mann, war jetzt kräftig. Ja, das sind also zwei Pötte. Ja, und wie gesagt, ist hier nochmal der Luft. Hier ist die Luftregulierung.
Hier ist das Display mit der Folie, die man abmachen kann. Dann haben wir ein Plus und Minus, der Feuerknopf. Ja, und dann haben wir hier eine sehr schöne Lederapplikation, die auch wirklich griffberechtigt da ist und eben anders auch zum Halten ist hier. Ja, und hier unten natürlich kommt dann, wenn man rausschiebt, die Batterie rein, die wiederum gut zu erkennen ist, dass innen drin ein Plus zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Ich sehe jetzt wenig hier, aber es ist ein großes Pluszeichen drin. Aber leider sehe ich hier oben kein Minuszeichen. Ja gut, das ist jetzt nicht weltbewegend, aber wenn unten ja Plus ist, kann ja nur oben nur Minus sein. Es ist aber schon schade, dass das hier oben trotzdem nicht zu erkennen ist. Ja, dann legt man einfach, wie gesagt, die Batterie rein, verschließt. Das ist eigentlich der Anschluss ziemlich kräftig, nur man merkt schon hier ein bisschen wackelig, wenn man das hin und her bewegt. Naja, gewöhnungsbedürftig, aber gut, es geht. Ja, und dann seht ihr natürlich hier das Display. Ich gehe mal kurz nochmal anmachen. Shake Atomizer, ist klar, dass jetzt keiner drin ist. Ja, dann haben wir hier oben die Akkuzeit, also Akkustärke. Daneben ein Schloss. Dann steht das auf Auto. Dann haben wir hier die, nochmal lassen. Dann haben wir hier Wattzahl, die beste Wattzahl. Unten haben wir die Wattzahl, die einstellen. Dann haben wir hier unten ein V, ein R, ein A. Da muss ich erstmal gucken, genau, was das jetzt sein soll. Und dann haben wir ganz klein da unten aber wirklich ganz klein. Achso, das sind die Voltzahlen. Das gehört da unten zu den Volt. Dann haben wir den oben, das ist dann R. Und das A ist die Ampere. Und unten natürlich klar die Puffs. Ja. Das sollen also hier einfach nur angesetzt worden sein. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ich gehe mal versucht, da mal ein bisschen höher zu machen. Dann seht ihr das vielleicht in ganz klein da. Also ziemlich klein geschrieben. Ist zwar schön und gut, dass alles noch vorbei ist, aber die Zahlen da unten sind ziemlich klein. Aber eben kräftig zu sehen. Ja, dieses Gerät hat circa, ich glaube, 4 Modis, und zwar einmal auf Volt kann man einstellen oder aber auch den Wattzahl kann man einstellen. Dann gibt es natürlich klar den Bypass, das heißt ohne Elektronik direkt auf den Coil drauf gefeuert wird, und eben diese Autofunktion. Jetzt kommen wir mal zu den Modis. Wenn ihr hier oben 1, 2, 3, also dreimal draufklickt, 1, 2, 3, dann verschließt ihr nur den Power-Button, denke ich mal, oder auch die Einstell-Button. Und wenn man 1, 2, 3 wieder zurückgeht, dann öffnet sich hier unten auch das Schloss wieder. Um in die Modis reinzukommen, müsst ihr einfach nur die Plus- und Minus-Taste drücken. Dann habt ihr die Moden. Dann müsst ihr dann anschließend auf Mode gehen. Dann geht also einmal Power-Knopf. Dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel Auto, Wattzahl, Voltage und Bypass. Und wenn ihr hochgeht, Auto, macht ihr nochmal Enter. Ihr könnt auch, wie ich gerade gesehen habe, die Farbe vielleicht ändern. Geht einmal hier runter, die Color, klickt einfach an, dann seht ihr zum Beispiel in Blue, Green, Orange, also Orange. Dann haben wir noch Rot und eben in Lila. Also ich nehme lieber mal Grün, das sieht mir schöner aus, finde ich. So, ne, man sieht auch ein bisschen besser. Ihr könnt aber auch dann nochmal, wenn ihr nochmal anklickt, auch die Helligkeit einstellen, indem ihr dann auch hier das hin und her drückt. Dann geht auch das Display ein bisschen, also nicht so hell, dann verbraucht auch nicht so viel Energie. Und ich denke mal, ein weiteres ist bestimmt nicht dabei. Doch tatsächlich noch Exit, aber das ist okay. So, mehr ist auch hier nicht eingestellt. Also ich habe es auf Auto eingestellt und mehr ist es generell nicht zu sagen. Das Gerät selbst kann von 1 bis 60 Watt
befeuern. Ja, und kann natürlich Widerstände von 10 bis 3,5 Ohm natürlich akzeptieren. Und die Ausgangsspannung ist von 0,5 bis 8,4 Volt mit einer Abstepper vorhanden. Natürlich klar, alle Schutzfunktionen sind da drin. Und ja, das Display hat wie gesagt ist 0,96 Zoll. Ja, und der Verdampfverschluss ist nicht mit Akkus, sondern mit einem Klicksystem. Nicht Akkus, sage ich, Entschuldigung. Wieso kommen Akkus da rein? Nein, mit Magneten da rein. Aber er regelt sich ja ein mit einem Klicksystem. Das heißt also, die werden geklickt und nicht mit Magneten festgehalten. Ja, dann wie gesagt, USB-C kann man hier anschließen mit einer Ladekapazität bis maximal 2 Ampere. Das Material ist Zinklegierung und eben diese Lederapplikation, also Leder. Ne? Kommen wir mal jetzt mal zu den beiden Pötten, warum hier unterschiedliche Pötte da sind. Ja, das ist natürlich jetzt eins. Es gibt, wenn man jetzt hier drauf schaut, auf die rechts, ich versuche das mal ein bisschen näher ran zu zoomen, damit ihr auch wirklich sehen könnt. Wir haben hier einmal den sogenannten Nautilus-Pot und einmal den BP-Pot. Das ist also, der Nautilus ist der sogenannte N-Pot und das ist der B-Pot, so eingesetzt. Hier sind auch beide natürlich schon auch Coils drin. Bei dem N-Pot ist schon der 0,3 0,7 Ohm installiert, also integriert, Entschuldigung, muss langsamer sein. Und bei dem B-Pot ist natürlich schon der 0,3 Ampere, 0,3 Ampere sage ich, 0,3 Ohm integriert. Warum jetzt beide unterschiedlich ist, ist folgendermaßen. Der N-Pot, also der Nautilus-Pot, ist mehr für MTL gedacht. Das heißt, er kann die MTL-Coils von der Nautilus-Serie und natürlich die Selbstwickeleinheit angelegt werden. Also der ist auch speziell dafür geeignet, weil der einen smoothen Widerstand auch für Leute hat, die erst wieder tatsächlich von der Zigarette wegkommen wollen. Ist dieser Nautilus-Pot dafür am ehesten geeignet, weil der auch einen smoothen, nicht zu stark kräftigen Zug auch für die DL-Möglichkeit hat. Aber der wird meistens, wie gesagt, für die MTL genutzt, also für die Mund-zu-Lunge, aber auch zu respektive Mund-zu-Lunge sowie auch das respektive direkt zu Lunge. Also dieser Coil hat ein bisschen mehr andere Möglichkeiten. Dieser Coil hat einen Drip-Tip, den man abwechseln kann, einen 510er Drip-Tip und hat ein Fassungsvermögen von 4,5 Milliliter Füllmenge. Mann, ich bin mit irgendwie total durcheinander. Ja, dann wird er natürlich hier an der Seite aufgefüllt und eben der Coil einfach nur beim Rausziehen setzen. So, die Coils selbst bestehen aus Mesh. Das ist ein Mesh-Coiler hier drin. Und der kann auch nur in einer Position eingegeben werden, da hier eine Abkantung ist und dort auch. Und hier auf der Seite genauso. Das war bei dem alten ja eigentlich auch der springende der Zeit, also dass hier so reinpassen. Ja, das ist jetzt eigentlich der, wie gesagt, Nautilus-Pot. Der BP-Pot ist speziell für die Leute, die eigentlich direkt Lunge akzeptiert. Also so wie ich jetzt einer bin, ich nehme natürlich dann gleich den hier. Auch der hat hier eine Seitfüllung, Auffüllung und hat eine Füllmenge, aber nur von 4 Milliliter. Auch der hier hat den Drip-Tip wechselbar, also ein 15er Drip-Tip zum Auswechseln und eben auch der Coil kann hier aufgesetzt werden. Und wenn man jetzt schon auch sieht, hier die beiden sind tatsächlich unterschiedlich. Ja, das hier ist der für die das ist für die Direktlunge und das ist eben für MTL, Mund zu Lunge. Ihr seht das schon selber, es sind verdammt unterschiedliche Teile. Ja, dann
tun wir das wieder mal zurück. Und hier bei diesem BP-Pod, also B-Pod sage ich jetzt einfach, das ist ja BP-Pod zwar, aber BP sage ich, hier können alle Aspire BP-Coils mit 0,3 und die BP60 selbst rein, sowie auch ein Selbstwickeldeck. Hier muss zum Beispiel jetzt eben nicht nachgeschaut werden, wie der Coil eingesetzt wird. Hier ist also hier ist keine Abkantung, gar nichts, und hier passt es ja einfach nur so rein. Mehr nicht. Wie gesagt, bei hier war ja eine Verbindung, also ein Schlitz drin. Hier bei dem ist es nicht. Ja, ich würde sagen, mehr habe ich jetzt über diese Pods nicht zu sagen. Ihr seht selbst, die sehen fast identisch aus. Und wenn man jetzt mal den alten Pod nehmen sollte, dann hat man ja auch hier ein gewisses Pod-System. Da sieht man aber auch hier, dass es hier der große Coiler ist. Das heißt, es passt mehr diese Variante rein. Und ja, ich denke mal, das wäre schon eigentlich alles gewesen. Ob der jetzt, wie gesagt, geschmacklich genauso gut ist wie bei dem alten, das ist jetzt natürlich die Frage. Und das werden wir jetzt eben auf den Grund gehen. Ich nehme jetzt, wie gesagt, den für Direktlunge, führe den jetzt mit Liquid auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem Fazitvideo. Ja, ne? Dann bis gleich. Ja, da sind wir zurück. Ja, was soll ich zu sagen? Verarbeitungsmäßig ist der neue jetzt ein bisschen besser. Der ist natürlich breiter und auch etwas, ja, Höhe nicht. Höhe ist gleich, aber wenigstens, wie gesagt, breiter und eben dicker. Das Schöne ist natürlich, die hat ja diese Applikation und der alte eben nicht. Und was sich hier noch geändert hat, habt ihr ja gesehen in den Videos. Es ist der Feuerknopf und eben das Display. Der kleine hat noch das Display, wie gesagt, da oben dieses klein. Und der Feuerknopf ist da oben gewesen. Ja, ich versuche da. Und der neue, seht ihr selber, hat den Feuerknopf genau unter dem Teil und eben ein größeres Display. Hier hatte ich ja immer das Problem mit dem alten, dass ich hier beim Draufdrücken, man kann es gewöhnen mäßig, also ist gewöhnungsbedürftig, dass man das auch benutzen kann. So, ja, also nicht andersrum, weil so geht es nicht. Und wenn man das umgedreht hat, dann hat man meistens, wenn man mit dem Daumen feuern wollte, mit rechts den Daumen, dann hatte man meistens hier oben den Luftzufuhr rausgeholt, also zugemacht. Beide Luftzufuhr sind, wie gesagt, immer noch hier möglich einzustellen. Und ich habe jetzt gerade mal noch an den alten mal nur so gezogen, ohne Feuerknopf, und auf den neuen habe ich also nochmal, also auch dran gezogen, und der neue hat einfach effektiv mehr Zug drauf. Das hat der alte hier nicht. Ich habe jetzt erstmal, wir können jetzt erstmal den alten noch mal kurz benutzen. Den habe ich, wie gesagt, auf 18 Watt. Und ihr seht selbst, da kommt noch was raus, aber er ist tatsächlich mehr für die Mund-zu-Lunge anscheinend wohl geeignet. Und jetzt werden wir mal die neue ausprobieren. Der hat automatisch direkt auf 35 Watt eingestellt und er hat auch gerade direkt gefeuert. Und er hat alles selbst hier eingestellt, weil ich auf Auto eingesetzt habe, und getränkt werden, also durchgetränkt muss er jetzt sein. Und ihr seht selber, er macht schon mächtig Dampf. Hat mich jetzt gerade schon so richtig den Dampf in den Mund gelegt, also direkt gefeuert. Man kann ja auch natürlich auch die Luftregelung ein bisschen tiefer machen, das heißt nicht so stark da ist. Ja, und ihr seht selbst, er bringt genug Dampf raus. Geschmacklich muss ich schon ehrlich sagen, sind eigentlich beide
Dampfwässer, deswegen ist es jetzt hier weniger. Klar, der ist ja auf 18 Watt eingestellt. Ich denke mal, ich habe hier den, ja, es ist ja auch der Mund zur Lunge, sehe ich gerade. Das ist nämlich der 1,89er drin. Dann ist es klar. Aber wenn man jetzt so ein bisschen die mal vergleicht, bringt der hier auch einen wunderbaren Geschmack raus. Also das hatte der ja auch schon, der alte Modell. Das hatte ja auch einen sehr guten Geschmack. Ich habe, wie gesagt, jetzt einen anderen Coil drin. Vielleicht deswegen, weil ich letztes Mal, glaube ich, den Coil durchgeschossen habe, habe ich den genommen. Und habe jetzt hier mal die Luftregulierung so auf ungefähr halb stehen. Und er bringt super Geschmack trotzdem raus. Bei 30 Watt. Ja, dieser Coil kann ja, wie gesagt, normalerweise ein bisschen höher, zwischen 30 und 40 Watt. Ist die beste Möglichkeit. Und ich habe 30 Watt genommen. Und für das, was da drin ist, nämlich Popcorn, ist ja eigentlich Wärme besser. Aber mir reicht auch die Wärme. Ja, man sieht es ja selbst. Der Nebel kommt runter. Es ist gewaltig viel Dampf dahinter. Ja, ich finde dieses neue Modell besser als dieses alte Modell. Ich werde auch natürlich noch die sogenannte RP60 RBA Selbstwickeleinheit noch besorgen. Die werde ich auch bei meinen Kumpels besorgen. Die haben den ja zufällig dort. Und dann werde ich die mal ausprobieren, ob sich geschmacklich vielleicht etwas ändert. Ja, ob vielleicht der Mesh immer noch besser ist oder eben die Selbstwickeleinheit mit normalem Kreuz. Ob die beide gleich schmecken oder nicht. Das ist jetzt die Frage und das werde ich, wie gesagt, beim separaten Video euch vorstellen. Ja, ich würde sagen, was ist positiv, was ist negativ? Also positiv ist jetzt für mich hier, dass der Knopf jetzt auf der Seite ist, dass man jetzt tatsächlich, wenn man mit der rechten Hand den Daumen benutzt, dass man dann eben den Luftschutz nicht zumacht. Das ist mal positiv. Man kann direkt hier auch den Plus und Minus betätigen mit dem Daumen. Das ist hier bei der alten, wie gesagt, nicht der Fall. Da ist ja gar keiner, da muss man hier vorne das betätigen. Das heißt, man müsste umschalten, also umgehen immer. Ja, dass er natürlich ein größeres Display mit unterschiedlichen Farben hat. Dass er natürlich zwei Pötter hat, einmal für den Mund zur Lunge und einmal eben für direkt zur Lunge, für den Umsteiger. Ja, und das USB-C-Kabel ist natürlich bei beiden gleich. Das ist natürlich außerhalb des Teils, finde ich das auch gar nicht so verkehrt. Was mich ein bisschen gestutzt hat, war, dass der unten der Anschluss, also der Batteriedeckel, ein bisschen beweglich ist. Man hört das auch. Ja, der ist ein bisschen beweglich. Aber er ist stramm da. Das heißt, es ist stramm fest, er geht auch nicht weg. Aber nur eben die Frage ist, wenn man sich bewegt, hin und her bewegt, ob der nicht vielleicht doch irgendwann abzieht. Gut, das ist eine Sache, die man vielleicht noch verschmerzen kann. Ne? Das ist also vielleicht noch okay, solange der nicht aufgeht. Irgendwann wird er ja vielleicht ausgenutzt sein und vielleicht geht er dann von alleine auf. Ist ja möglich, man weiß das ja nicht. Ja, Lederapplikation ist auch sehr gut hier. Verarbeitung wunderbar. Wie gesagt, ist eine Zinklegierung mit dabei und das ist auch ein super Teil. Ja, da würde ich sagen, mehr ist hier nichts zu sagen. Ich sage dann wieder mal vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Lasst ein Like da oder auch ein Abo, falls ihr neu seid, damit ich auch beim nächsten Mal wieder weitere Videos euch zeigen kann. Ja, da würde ich sagen, mein alten Spruch ist gut Dampf. Bis zum nächsten Video. Ne? Tschüss.